Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Tutorial. Mein Name ist Sebastian, ich bin Spieleentwickler und heute möchte ich euch ein bisschen was erzählen über prozedurale Sounderzeugung in Unity. Also per Quellcode, nicht wie man es normalerweise so kennt mit Samples. Ich möchte das machen anhand eines kleinen Experiments, das ich gemacht habe, so ein kleines Musikinstrument, das aus Kollisionen Töne nicht erzeugt direkt, aber triggert und die werden dann per Quellcode erzeugt die Töne. Das heißt, wenn eine starke Kollision stattfindet, dann soll der Ton halt ein bisschen anders sein, als wenn die Kollision etwas leichter ist. Und ich habe das mal ausprobiert und dann bin ich irgendwie dazu gekommen, dass mit so einem kleinen Art Musikinstrument, das ist so entstanden. Ja? Und anhand dessen will ich euch heute erklären, wie das grundsätzlich funktioniert, dass man in Unity Töne machen kann. Also per Quellcode machen kann. Ich spiele das Ganze jetzt mal erstmal ab kurz, dass ihr mal seht, worum es eigentlich geht. Also ich möchte es zunächst mal erklären hier. Das ist so ein Experiment, mit dem ich auch ausprobiert habe, wie man das machen kann in Unity mit Töne erzeugen. Ich habe da vorher schon mal ein bisschen was gemacht in einem anderen Spiel, so Soundeffekte und so. Jetzt wollte ich mal ein bisschen probieren, wie man hier noch mit Kollisionen abhängig was machen könnte. Es soll also so sein, dass je nachdem, wie der Ball hier auf dem Boden aufschlägt, dass der Ton dann ein bisschen länger ist, ein bisschen lauter und so weiter, je nachdem, wie doll, mit welcher Gravitation, wie der Untergrund hier abprallt. Und es funktioniert schon so einigermaßen. Und ich zeige das einfach mal kurz. Dieses Musikinstrument, was dann hier draus geworden ist, das hat sich so entwickelt im Laufe der Zeit. Also wie wird das jetzt eigentlich gemacht, dass da der Ton erzeugt wird? Also ich stelle jetzt hier ganz kurz mal die anderen Game-Objekte kurz aus und nehme nur das erste, ein bisschen mehr Platz und starte das Ganze nochmal. Und jetzt sieht man hier so eine Linie und die wird dann anzeigen, was für ein Ton eigentlich erzeugt wird. Also ihr seht, jetzt wird hier jedes Mal eine Sinuskurve erzeugt und ich das hier umstelle. Das ist jetzt Dreieckskurve, Dreieckswelle, Sägezahn, umgekehrter Sägezahn und Rechteck. Ich stoppe das Ganze mal ganz kurz und jetzt gucken wir uns mal kurz so eine Kurve, so eine Welle hier an, genau. Und da sieht man hier, dass hier so wellenförmig ist und dass es eben bei diesem Rechteck eben nicht ganz rechteckig ist. Und das ist ganz wichtig, weil wenn das total rechteckig wäre, dann würde das halt nach, naja, so synthetisch glatt klingen und man könnte auch nicht wirklich Effekte darauf anwenden. Und das kann man mal gucken, wenn wir hier dieses Square mal umstellen. Also zum Beispiel, meine ich, könnte man jetzt so eine Sägezahnkurve auch erzeugen mit zum Beispiel Marv Ping Pong oder Marv Repeat. Da wären die Werte dann halt so, dass ich hier wirklich eine gerade Linie ergeben würde. Aber das gerade wollen wir eben nicht. Ja? Und wie man das eben macht, dass das nicht so ist und wie man eben Sound überhaupt in Unity generieren kann, das gucken wir jetzt uns kurz im Quellcode an. So, dann sind wir jetzt hier im Skript und ich habe euch das mal ein bisschen gegenübergestellt, gegenüber der Komponente meine ich, dass wir ein bisschen sehen, was ist. Also wir haben jetzt hier erstmal ein paar Felder, das sind alles Private-Felder. Ich bin kein Freund davon, alles, was im Inspektor angezeigt werden soll, public zu machen. Dazu habe ich schon mal auch ein Tutorial gemacht, ein kleines, was der Vorteil von der Kapselung ist und warum man das eigentlich einhalten sollte. Ich blende euch den Link kurz ein, dann könnt ihr euch das mal angucken, wenn ihr wollt. Gut, also wir haben hier die Wellenform als Enum, Frequenz, Gain. Das Ganze wird ein bisschen animiert auch, also es ist nicht immer glatt, diese 264 Hertz hier, sondern das wird halt animiert anhand dieser Animation Curve, damit das nicht so glatt klingt. Die Werte werden auch anhand von Eingangswerten hier in der Methode Play gibt es einen Eingangswert
Und da wird jetzt hier zum Beispiel die Lautstärke an den Wert angepasst. Ich will jetzt aber gar nicht so sehr auf das Skript jetzt eingehen im Einzelnen, wie das gemacht ist. Das ist jetzt nicht das Wesentliche. Das Wesentliche, was ich in diesem Tutorial hier sagen will, ist, wie man eigentlich grundsätzlich mal Töne in Unity erzeugt. Deswegen gehe ich jetzt mal dahin, wo eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes die Musik spielt. Und das ist On Audio Filter Read. Ich mache das alles mal groß hier. Also in dieser Methode On Audio Filter Read, die uns die MonoBehavior-Klasse hier zur Verfügung stellt von Unity, haben wir die Möglichkeit, den Sound zu verändern. Also, ich gehe mal kurz in Unity zurück und zeige nochmal kurz, was ich da genau mit meine. Ich habe jetzt hier bloß mal kurz den Inspektor nochmal reingeholt. Und jetzt haben wir ja hier eine Audio-Source-Komponente und dahinter kommt jetzt hier gleich das Oszillator-Input-Skript. Das heißt also, in dieser Methode AudioFilterRead können wir die Daten, die von dem Audio-Source kommen, verändern. Wäre jetzt hier also ein Audioclip drin, hätten wir hier die Daten vom Audioclip. Wir könnten also zum Beispiel mit diesen Daten entweder die anzeigen, so wie ich das auch gemacht habe. Schon, habt ihr gesehen, die Kurve wurde ja angezeigt. Oder wir könnten sie verändern. Wir könnten also eigene Filter programmieren und den Sound von Audio Source verändern. Wenn jetzt aber in Audio Source kein Clip drin ist, dann ist das Array, was da kommt, leer und wir können selber Werte reinschreiben. Werte von 1 bis -1. Also wenn man so eine Kurve hat, wäre oben halt die 1 und ganz unten die -1. Und dieses Array, von dem ich gerade gesprochen habe, was wir hier beeinflussen können, ist das Data Array, was uns die Methode von Audio Filter Read von Unity gibt. Und die gibt uns auch noch zusätzlich die Kanäle. Wie viele Kanäle? Also 1 oder 2, ne? Okay, und jetzt fangen wir mal an. Das Increment, was hier ausgerechnet wird anhand der Frequenz mal 2 mal math_p, also Pi, ja, also Mathematikklasse von Unity, math_fp, durch die Sample Rate. Ich zeige euch das nochmal grafisch ein bisschen, dass ihr euch das nochmal besser vorstellen könnt. Jetzt muss ich, bevor ich hier was erkläre, dazu sagen, ich bin kein Tontechniker und kein Experte in Tonerzeugung und so weiter. Ich habe mir das ja in Unity mal angeguckt, wie man das machen könnte, dass man prozedural. Ich werde ein gutes Tutorial verlinken in der Videobeschreibung von jemandem, der euch das auf jeden Fall sehr viel besser, fachlich besser erklären kann. Jetzt mal so viel, dieses Inkrement teilt quasi, wenn ich jetzt hier bei 0 anfangen würde, nehmen wir mal an, hier wäre jetzt der Durchgang 0, Phase 0, ja, dann wäre hier 180 und hier 360 Grad, beziehungsweise 1 Pi und hier 2 Pi. Und dieses Inkrement meint jetzt einfach nur, wir teilen das jetzt auf in so quasi in so Raster, geschnitten in lauter kleine Teile. Und hier dieses Raster, diese Schritte, die werden hier also in dieser Zeile zunächst mal errechnet, und zwar aus Frequenz mal 2 Pi durch die Sample Rate. Die Sample Rate, die können wir bekommen aus Audio Settings Output Sample Rate. Die ist normalerweise 48 Kilohertz, aber wir können sie sich hier auch auf Nummer sicher ausgeben lassen. So, und jetzt gehen wir hier quasi durch dieses Data Array, iterieren wir jetzt durch, und zwar mit einem Sprung von 2. Also jedes zweite. Weil wir diese Kurve dann quasi jetzt einmal erzeugen und falls wir 2 Kanäle haben sollten, das kommt dann hier unten noch, kopieren wir die in den zweiten Kanal einfach. Aber wir brauchen es nur einmal hier durchlaufen mit einem Sprung von 2. Jetzt müssen wir uns diese Phase ausrechnen. Diese Phase beginnt, habe ich ja gerade schon erzählt, also ich gehe nochmal kurz in Unity zurück. Hier wäre die Phase zum Beispiel, oder hier, ja, oder hier überall, aber hier wäre sie jetzt, nehmen wir sie mal an, wäre sie 0. Hier wäre sie 1 Pi, hier wäre sie 2 Pi oder 360 Grad. Also das müssen wir uns ausrechnen und das wird halt einfach von 0 addiert mit Increment, das wir hier zuvor immer ausgerechnet hatten. Und jetzt ist es so, dass ich hier noch einen Switch drin habe, wo verschiedene Waveformen, Wellenformen errechnet werden zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Also die einfachste Geschichte ist natürlich Sinus, ja, also Gain mal Sinus von der Phase und dann das ergibt dann halt einen Wert,
der entweder positiv oder negativ ist, zwischen 1 und -1. Und das ergibt halt den jeweiligen Wertausschlag, sag ich mal, dieser Kurve. Und das Ganze geht natürlich auch noch für andere Wellenformen. Und jetzt hatte ich ja vorhin schon gesagt, hätte man das ja einfach zum Beispiel bei Triangel, das könnte man natürlich einfach mit Ping-Pong machen. Also mit Marv Ping-Pong könnten wir so eine geradlinige Verlauf, so eine geradlinige Welle errechnen. Aber da das nicht so toll klingt, wie ich schon sagte, benutzen wir hier eine andere Methode, und zwar rechnen wir uns das zu dem jeweiligen Zeitpunkt aus mit dieser Formel hier. Das heißt quasi, wir errechnen immer so kleine Sinuswellen bestimmter Lautstärke und bestimmter Frequenz, und die werden dann quasi zusammengenommen und ergeben dann im Ganzen die jeweilige Welle, in dem Fall hier eine Dreieckswelle, hier eine Sägezahnwelle, hier eine umgedrehte Sägezahnwelle und hier eine quadratische. Also ich habe diese Formeln hier aus einem Recording-Forum und ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Wenn wir zwei Kanäle haben, kopieren wir die Daten einfach in die nächsten Array-Eintrag. Also die hier errechneten Daten dann auch in den nächsten. Ja? Also wir springen ja immer mit 2. Und hier ganz am Ende wird sichergestellt, dass wir bei einer Phase von 2π wieder bei 0 anfangen mit Marv-Repeat. Marv-Repeat wäre das gleiche wie Modulo, aber eben für Float-Werte und nicht wie Modulo für Integer-Werte. Also das war's schon. Das ist also hier der Kern, wie der Ton selbst erzeugt wird. Hier oben sind natürlich die entsprechenden Variablen, sind ja natürlich hier oben, haben wir ja schon vorhin geguckt, ein bisschen hier deklariert. Also hier die Sample Rate und die Float-Werte Phase, Increment, Frequency, Gain und Volume. Und hier sind sie dann nochmal als Property, also Public. Okay, also ich hoffe, euch hat das was gebracht. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann könnt ihr die gerne in den Kommentaren stellen. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Richtig interessant wird es halt, wenn man diese Erzeugung von Tönen in Unity mit Spielwerten verbindet. Also zum Beispiel aus, so wie ich das gemacht habe, hier Rigid Body Velocity.Magnitude oder Animationswerte, also aus Animationen irgendwelche Werte oder ähm, von Joint oder Joint Motor Klasse Werte, also eben Spieldaten, die man ohnehin schon hat und diese dann in Töne umwandelt oder damit Töne beeinflusst, und so bekommt man halt so eine Immersion, die man mit Samples nicht erreicht, ja, weil das ist halt, ich sag mal so ein Vergleich vielleicht, wenn man ein Spiel mit Samples vertont, dann ist es irgendwie so, als ob man zuerst einen Film hat, einen Stummfilm, und nachträglich macht man den Sound. Und wenn man es direkt macht in Unity, die Töne erzeugt, also direkt im Programm die Töne erzeugt, dann ist es irgendwie wie eine Live-Aufnahme. Also passt besser zusammen. Gut, also dann verabschiede ich mich und hoffe, es hat euch was gebracht. Und dann bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, es wäre toll. Und abonniert, es wäre natürlich auch total toll. Würde mich freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.